Es ist Herbst, Zeit für einen leckeren Zwetschgenkuchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Wir haben Herbst und was passt so richtig gut zum Herbst? Ja genau, einen richtig leckeren Zwetschgenkuchen. Und den machen wir jetzt. Und als Vorbereitung fetten wir erstmal das Backblech ein. Und wie immer kommen auch ein paar Haferflocken drauf. Ja, und weiter geht's mit der Vorbereitung. Da geben wir Butter in eine Schüssel und lassen sie da schön weich werden. Weiter vermischen wir dann das Mehl mit den weiteren pulverartigen Zutaten, wie zum Beispiel Backpulver oder Zimt. Und dann kommt eine Arbeit, die mag ich so gar nicht. Eier trennen, und da trennen wir insgesamt 6 Eier. Und dabei nehme ich mir das Ziel, dass alle Eigelbe ganz bleiben und nicht zerlaufen. Aber manchmal klappt es halt einfach nicht. Ja, eine weitere Arbeit, die mir nicht so richtig Spaß macht, sind natürlich die Zwetschgen teilen und den Kern herausholen. Aber das muss sein. Lässt sich nicht vermeiden. Jetzt aber Schluss mit der Vorbereitung. Jetzt stellen wir den Rührteig her. Und für diesen schlagen wir erstmal die Butter schön cremig. Und gleich danach geben wir dann auch den Zucker hinzu. Und das Ganze rühren wir weiter kräftig durch. Nach ein paar Minuten folgen dann Schritt für Schritt die Eier hinzu. Und jedes Ei rühren wir weiter 30 Sekunden lang durch. Der Rührteig ist aber noch lange nicht fertig. Jetzt sieben wir die Mehlmischung hinzu, schlagen die Eier auf, also sprich wir stellen Eischnee her und rühren dann den Eischnee vorsichtig unter. Und dann erst ist der Rührteig fertig. Ja, vielleicht hat eure Mutter das auch schon gesagt. Den Eischnee, den rührt man vorsichtig unter. Und ab damit auf das Kuchenblech. Wir verteilen dann das Ganze schön gleichmäßig mit dem Kuchenschieber. Anschließend kommen dann die Zwetschgen wieder ins Spiel, weil die legen wir jetzt auf den Teig drauf. Und zwar hochkant. Danach sind wir aber noch lange nicht fertig, weil jetzt kommt die Streusel dran. Und für diese Streusel geben wir Zucker, Mehl und Nüsse, gemahlene Haselnüsse in eine Schüssel. Dann haben wir natürlich zerlassene Butter und die geben wir auch hinzu und mixen das Ganze gut durch. Und wenn das Mehl nachher nicht ausreicht, dann geben wir nochmal ein bisschen Mehl hinzu. Aber eigentlich müsste die Maßangabe stimmen. Und dann befreien wir die Streusel von der Schüssel und streuen die Streusel über die Zwetschgen. Schön gleichmäßig natürlich, selbstverständlich, selbstredend. Wir sind schon fast fertig, denn jetzt kommt der Kuchen in den Ofen.
Anschließend lasse ich den Kuchen noch bei leicht geöffneter Ofentür kurz eine halbe Stunde lang abkühlen, bevor ich ihn dann ganz rausnehme. Ja, man kann es kaum erwarten, weil so ein richtiger Zwetschgenkuchen ist sowas von lecker, mit richtig leckeren, saftigen Streuseln obendrauf. Es gibt nichts Besseres. Aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei sein würdet bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde. Und ich freue mich, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.